Hallo liebe Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Test Indie. Immer noch mit dem Point-and-Click-Adventure Gibbous, a Cthulhu Adventure. Ja, wir haben beim letzten Mal uns diesen Brief gegrabbelt, den die gute Dame, den die gute Margaret im Taxi vergessen hatte. Und wir werden jetzt mal ihr diesen Brief überreichen. Sprechen wir mal mit Margaret. Was? Wir können jetzt was? Alright, Margaret, I'm gonna drop the act here. Okay, Margaret, ich lass die Fassade fallen. Also ich höre jetzt auf zu Schauspielern. Charlie hat mich geschickt. Wir können doch nicht einfach lügen. Warte mal, ich muss... Gotta run. So run! Können wir ihr nicht einfach den Brief übergeben? All right, Margot, I'm gonna drop the act here. Charlie sent me. Charlie, who? Was? Er sagt es einfach. Charlie, your lover, that's who. Things are getting complicated, and he said I should take it from here. I need that password. Well, all right. If Charlie said so. The password is Fidelio. 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 Oh, okay. Don't do anything stupid. Just stay put. I'm on it. Understood, Buzz. Oh, I do hope everything works out fine. Don't worry. I got this. Well, good luck in your endeavors. Goodbye, Buzz. And thank you. Yeah, sure. No problem. Und wir haben den Brief aber jetzt immer noch im Inventar. Tatsache. Wir haben den ihr jetzt nicht zurückgegeben? Wir haben jetzt einfach behauptet, Charlie hat uns geschickt. Wobei ich jetzt halt auch immer noch nicht ganz verstanden habe, wer Charlie ist. Also, der diesen Brief verfasst hat. Der oder die, man weiß es ja nicht, ne? Wir haben auf jeden Fall das Passwort. Das Passwort ist Fidelio. Das heißt, wir werden mal schauen, ob wir nun mit diesem Gentleman reden können, der offenbar eine Art Voodoo-Priester ist. Hello there? Password? Fidelio. Fidelio. Oh, Hallöchen. Du bist also dieser Voodoo-Guy. Okay. Und du hast seltsame Schädel an den Wänden. Okay. Couple of Tribal Masks. Voodoo Chest. Strange Vegetation. Wir gucken uns There erstmal are um. strange, spiky vines all over this crazy place. Ja, hier ist es alles voll mit diesen dornigen Ranken. Was tun die hier? Das ist doch nicht wohnlich. Räum doch mal auf, Junge. I really don't want to touch the strange, spiked vines. Ja, nicht? Wir haben doch eine Schere dabei. Wir können die doch ein bisschen zurechtstutzen. Können wir hier nicht mit der Schere irgendwie so ein bisschen... I'm afraid they'd shatter if I tried. The scissors, that is. Was? Du hast Angst, dass die Schere kaputt geht? Was ist denn das für eine Schere? Hey, isn't that... That's identical to Lemon's mask. Lemon's Mask? Was für eine I Zitronenmaske? don't want it, and it doesn't want me. Ich will das nicht und es will mich auch nicht. Okay, gucken wir uns mal die Tribe-Masken an. Sinister. And appropriately illuminated. Ja, die werden ganz toll angestrahlt. Das hilft natürlich, um uns zu beeindrucken hier. I have enough creepy stuff surrounding me, thanks. Oh, man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht, wofür es gut ist. Okay, gucken wir uns mal den Schädel mit dem Pferdeschwanz an. He either died in the 1700s or the 80s. Entweder 1700 oder in den... The skull stuck to a piece of driftwood. Must have been a sailor. Or a mighty pirate. Who knows? wir können uns Sachen auch mehrfach angucken. Stimmt. Das haben wir ja am Anfang noch... Haben wir extra den Tipp bekommen, auch Sachen mehrfach anzuschauen, ne? He either died in the 1700s or the 80s. Ja, oder in den 80s, genau. Und vielleicht war es aber auch einfach nur ein Pirat, ein Segler, ein Matrose, man weiß es nicht. That's strange. It looks both human and ichthyoid at the same time. What now? Fish-like. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, was das für ein... It's giving me the creeps. Ja, so gruselig ist es aber nun auch wieder nicht. I wouldn't touch it for $100. Doch, ich will es haben, ich will es mitnehmen, komm I schon. wouldn't touch it for $100. Na, stell dich doch nicht so an.
Double-headed, okay. Eine zweiköpfige Voodoo-Puppe. Ist bestimmt sicher, die anzugucken. Hey, look, it's a double-headed doll. Ist bestimmt auch sicher, sie anzufassen. I think I'll have to ask the voodoo guy first. Ach, warum immer fragen? Lieber um Vergebung bitten als um Erlaubnis, oder wie war das? Da hinten, was versteckt er da? Ein Voodoo-Porno-Magazin oder was? It's an issue of Vogue magazine. The headline reads, The Fishmouth Look. Also eine Zeitschrift. Offenbar eine harmlose I don't Zeitschrift. want it. It creeps me out. Ach, dich creept auch alles out. Also dich ängstigt auch alles. Was ist denn mit dieser Kiste hier? Findest du die auch gruselig? It's an ancient voodoo chest. I can feel waves of eerie energy emanating from it. Ja, die Energie ist wahrscheinlich hinten in deiner Hose. Du hast dir schon die Hose voll geschissen. Bei deiner Angst, die du hier die ganze Zeit über It hast. looks firmly locked. Jo. Okay. Gucken wir uns den Kerl mal an. Everything about this guy screams voodoo louder than Jimmy would. Okay. Hier liegen noch ein paar Trauben auf dem Boden. Grapes. Man, I love grapes. Offenbar mag Buzz Trauben. Können wir die mitnehmen? I'll pick them up for sure, but not in the demo. Och, komm schon. Grapes are the best. Ja, die sind toll und deswegen sollten wir die auch jetzt schon unbedingt mitnehmen. I'll pick them up for sure, but not in the demo. Was ist denn mit dem antiquierten Handy, was hier Boy, that rumliegt? is one ancient device. Ja, so eine halbe Telefonzelle. So die alten Handys noch so riesengroß und unzerstörbar. Hello? Operator? I've never heard that one before. Und er hat so ein bisschen, das fällt mir jetzt auf, er hat so ein bisschen so eine Jack Sparrow-Frisur, ne? Mit diesem roten Bandana, mit diesem roten Haarband und dann diesen wilden Haaren mit Ringen drin, die hervorschauen. I guess it somehow goes with the ancient theme he's got going here. Ja, irgendwie passt es zu den Schädeln, ja, das stimmt allerdings. Hey, these are Halloween skulls. Skulls are skulls, alright? Sometimes it's hard to get the genuine article. Das ist schön, wie er auch kommentiert, wie wir uns hier alles angucken. Nah, I don't need them. Bist du sicher, dass wir die nicht brauchen? Da hinten steht eine Mikrowelle. Aber erstmal natürlich ein weiterer Schädel. Offenbar gehört das hier bei den Voodoo-Priestern zu einem guten Grundton, seine Wohnung mit Schädeln zu schmücken. That's an oddly shaped skull. Können wir den denn mitnehmen? No, I just disturbed the carefully arranged decor. Ach, nun komm schon, stell dich doch nicht so an. Ein Schwert? Erstmal die Mikrowelle. Prioritäten. Looks like a beat-up microwave oven. I guess Voodoo's somewhat keeping up with the technology. Ja, irgendwie auch drin muss er ja sein Mittagessen warm machen. Not touching voodoo-fied home appliances. Okay, wir berühren keine voodoo-fizierten Objekte hier in diesem Haus. Aber das Schwert. Looks like a pirate sword. Ja, passt zum Piratenschädel. Können wir das denn mitnehmen? No need for that in this day and age. Ach komm schon. Natürlich, man kann immer ein Schwert brauchen. Shiny. Ja, eben deswegen ja. Looks like a pirate sword. Ach komm schon, nimm doch mit. Wer weiß, wozu es gut ist. No need for that in this day and age. Eine Holzwand. It looks like a ship's wooden hull. A ship's wooden hole, also wie eine Schiffsbordwand. Ist vielleicht hier diese Vertäfelung aus einem alten Schiff gemacht, womöglich? No, we don't need each other. Wir brauchen es nicht. Na gut, dann wollen wir mal... Ach, wir können uns natürlich den Thron, den können wir uns auch noch anschauen. That looks like an authentic voodoo throne. Als Voodoo-Priester muss man natürlich immer unbedingt auf einem passenden Stuhlwerk sitzen. Keine Ahnung. Dann wirkt man gleich viel imposanter. Und dann auch noch umringt von Schädeln. Dann bist du auf jeden Fall ganz oben. Spielst du in der Voodoo-Liga ganz oben mit. No, we're already up to our necks in ancient curses. Na gut, dann reden wir mal mit dem guten Mann. Oder wir schauen uns ihn vielleicht gerade nochmal vorher an. That is quite the eclectic getup he's sporting. Okay. Huch. Nicht darüber gehen, sondern hier, quatschen. Hi there. Hallo. Greetings, Wanderer, and be welcome. Er klingt auf jeden Fall schon mal freundlich. Willkommen, ja. Freundlich sieht dieser Ort aber nicht aus mit den ganzen Schädeln. Welcome, huh? Place doesn't look that welcoming. You come seeking the help of the voodoo gentleman.
you put up with the decorations. Wenn du die Hilfe des Voodoo-Priesters suchst, dann musst du auch mit seiner Dekoration klarkommen. Alles klar. The Voodoo Gentleman, you do Voodoo? Ah, schön. The Voodoo Gentleman? You do voodoo? I'm Buzz, by the way. You do at least remember what you came here for, I trust. Ich bin mir nicht so ganz sicher, warum ich dieses Haus betreten habe. Irgendwie wurden wir hier so in diese Geschichte reingeworfen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, warum ich hier bin. Müsstest du nicht eigentlich einen total exotischen Akzent haben? Aren't you supposed to have an exotic accent? Oh, that's so cliché. Plus, I travel a lot. Okay, das ist also ein Klischee scheinbar und er reist so viel, dass ja, man ihn so wahrscheinlich einfach andernorts auch besser versteht. Um ehrlich zu sein, hier in der Demo, ich kann mich an nichts erinnern, Mr. Voodoo Gentleman. I can't remember a thing, Voodoo Gentleman. Well, I guess that solved whatever your problem was, huh? That'll be $20. Was? Voodoo capitalism strikes again. Was? Ja, aus irgendeinem Grund wirst du dann schon hier sein und wenn du den Grund nicht mehr weißt, dann hat er sich ja offenbar schon geklärt. Das macht dann hier 20 Kröten bar auf die Hand. Nein, ich erinnere mich natürlich an alles. Es begann alles damit, dass ich dieses Buch hier gefunden habe. I remember all right. It all started when I found this book. Well, to make a long story short, I accidentally put a spell on my cat, and now she's even more annoying than she was before. A spell, huh? How'd you go about doing that, Harry? I used this. Vaulting voodoo fixins is at the... The Necronomicon, in all its glory. Wanna have a look-see? No. Put that away. That thing should not be touched. Oh boy, I'm sure glad I'm not in your shoes. I can't help you with your cat, my man. There are some things even I don't mess with. Ach, Alter, komm schon. Aber. Jetzt hat er auf einmal die Hosen voll. Aber was ist denn mit meiner Katze? Was ist denn mit Kitty? But my cat. Ugh, cats. We never did get along. What are the symptoms, pray tell? She kind of started talking. Oh, look, the cat speaks. Come on, come all, see the freak. She's really unhappy with her current situation. Oh, ye gods, I've had this nightmare before. Maybe a pinch, but there's no cold sweat. How can this be? It's real, Witch MD. Well, crap. I mean, alas. Oh, scheiße. Okay. Unsere Katze spricht. Ja, ist das jetzt so schlimm? Sie ist irgendwie unglücklich mit ihrer Situation, aber ganz ehrlich, wer hat sich das nicht gewünscht, sich irgendwie mit seinen Haustieren mal so richtig verständigen zu können? Ich meine, die werden wahrscheinlich 6, 7, 8 Mal am Tag einfach nur Hunger haben und Essen verlangen, aber ansonsten könnte man vielleicht mit ihnen auch interessante Gespräche führen. Wir haben ja doch eine etwas andere Perspektive auf das Leben und auf die Dinge als wir Menschen. Von daher wäre vielleicht mal ganz interessant. Wie konntest du denn auf den ersten Blick erkennen, dass das wirkliche Necronomicon war? Was ist eigentlich dein Business? Also was machst du hier eigentlich so? Ein Freund von mir wurde gekidnappt. Kannst du mir wenigstens den Weg weisen oder einen Tipp geben? Okay. Wie hast du erkannt, dass es das wahre Necronomicon ist? How could you tell that was the real Necronomicon right away? Most everyone imagines it all black, bound in human skin, bearing teeth. Only true initiates know it really kind of looks like one of those British sweater vests. You know, the ones with all the crisscross things. Yeah, why is that? I guess you sometimes just go crazy with the triangles and it just doesn't turn out as evil a design as you'd think. Still, the content more than makes up for it. Pleasant colors, though. Yep, very eye-pleasing. Yep. Ah, schön, wie sie jetzt einfach eine Unterhaltung über Design führen. Ja, du fängst halt mit irgendwelchen symmetrischen, dreieckigen Formen an und dann bist du irgendwann mit deinem Design nicht mehr zufrieden, aber wenigstens sind die Farben schön gelungen und
Naja, und das soll ja auch nicht durch die Optik überzeugen eigentlich, sondern durch seinen Inhalt. Und der ist sehr überzeugend, wie wir gesehen haben. Oder wie wir am eigenen Leib erfahren haben. Was machst du denn hier eigentlich so? What kind of operation are you running here anyways? One that stays away from messing with the old ones. But it's just like a personifying curse. Those should be easier, right? You'd think. Man sollte meinen, dass diese etwas personifizierten Flüche ein bisschen einfacher zu lösen, zu umgehen sind. Oder aufzuheben sind, so habe ich es jetzt verstanden. Er will auf jeden Fall nichts zu tun haben mit den Älteren. Wir wissen jetzt noch nicht genau, was es damit auf sich hat. Aber das ist diese Älteren sind, soweit ich das weiß, ein großer Bestandteil von diesem Cthulhu-Mythos. Und vielleicht erfahren wir darüber ja noch ein bisschen was in dieser Demo. Jedenfalls auch ganz schlimm, ein Freund von mir wurde übrigens entführt. Oh, and a friend of mine got kidnapped too. You don't say. Something tells me it's also Necronomicon related. He was kidnapped while looking for the damned thing. I really wish I could help you out, but ugh. Was it a very close friend? We talked for like 5 minutes. So it was basically someone off the street. Aren't we all basically someone off the street? You sure are. Ach, schön. Ja, schön. Ein Freund von mir wurde entführt. Da stand er dir sehr nah. Nö, wir haben uns 5 Minuten auf der Straße unterhalten. Das ist super. Aber hey, Buzz macht sich Sorgen um ihn und das ist ja ein netter Charakterzug. Nun denn, Mr. Voodoo Gentleman, kannst du mir denn nicht wenigstens irgendwie einen Tipp geben, damit ich irgendwas tun kann, um meiner Katze zu helfen? Can't you at least point me in some useful direction? There is one person that could probably be convinced to delve into this kind of mess. Yeah? I was just getting into my intriguing plot development swing, and you totally threw me off. Where was I? Oh yeah. There's this avid student of the dark arts, an undercover intruder into the Dagon cult, a dear, dear friend of mine. A man mad and passionate enough to wade through the occult mysteries of the Necronomicon itself. Wow. What's the matter? Cat got your tongue? Did he just go there? Also er hat einen ihm nahestehenden Freund oder vielleicht auch jemand, den er irgendwie mal mit dem er sich 5 Minuten lang auf der Straße unterhalten hat. Und der kennt sich scheinbar sehr gut mit dem Necronomicon aus und der mag die eine Person sein, die wir dazu überreden könnten, uns zu helfen. Entschuldige, ich dachte, du machst nur eine dramatische Pause. Ja, genau, das dachte ich. Sorry, I thought you were going for a dramatic pause. But everything I'm saying is dark and morbidly fascinating, right? Oh, absolutely. Just a second ago, I really think I detected some goosebumps. Awesome! I've been working on my wording and delivery. Ja, er hat uns auf jeden Fall eine Gänsehaut, so die ersten Anzeichen einer Gänsehaut konnten wir schon spüren. Er kann einfach ganz toll und dramatisch sprechen. Dann erzähl uns doch mal mehr über diesen dunklen, eindringlichen Drachentyp. Was mal so wortwörtlich übersetzt. Ich habe keine Ahnung. Egal, wer es auch ist, erzähl mir mehr über ihn. Tell me more about this dark intruder dragon guy. Dagon, not Dragon. The terrible god of the murky abysses. The one who seems to have Fishmouth in his clawed grip for decades now. Man, where do you get all this stuff? I am a student of the occult stuff, my greenhorn friend. Plus Wikipedia. Er ist ein Student der okkulten Dinge und er kennt sich ganz toll aus. Und er hat natürlich sämtliche Wikipedia-Einträge zu und wahrscheinlich das ganze Internet gelesen. Er ist irgendwie der Chuck Norris der Okkulte und hat das ganze Internet gelesen und hat alle Informationen in seinem Kopf abgespeichert. Und der Typ heißt nicht Dragon, sondern Dagon oder Dagoon. Ja. Und es ist scheinbar auch einer dieser alten Götter, die mit diesem Mythos zusammenhängen. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Fragen wir doch vielleicht nochmal nach, denn scheinbar hat er diesen Ort Fishmouth schon ganz lange in seinem festen Griff. So this Dagon's had Fishmouth in his clawed grip for decades. He's the mayor, then? Worse than that, if you can imagine. But this is all hearsay, since most people have been just avoiding Fishmouth for years and years. I haven't talked to my friend in ages. Different cell phone carrier?
That and little to no reception. Anderer Mobilfunkanbieter war wohl mitunter der Grund, dass sie sich nicht so häufig unterhalten haben. Ja, was ist denn nun mit diesem Studenten, den du erwähnt hast? About this dark student you mentioned. I'm really on the fence here about telling you more. This could be very dangerous. Okay. And men in red shirts are notoriously unlucky. Ach, erzähl mir doch nichts. Stop reinforcing the stereotype. Is this about money? Money? No, I always seem to end up working for free anyways. Ich ende sowieso immer damit, kostenlos zu arbeiten. Ja, Voodoo ist halt auch so ein ganz merkwürdiges Geschäft. Wer würde denn da Geld für ausgeben? Ich weiß es jetzt nicht. Es sei denn, man ist jetzt so total in diese Fanaten, diese okkulten Sachen. Okay, fine, don't tell me. Nein, erzähl mir, wer der Typ ist. Ich muss es doch wissen. Ich muss irgendwie mal weiterkommen. Please tell me who the man is. Sounds like he's our only chance. It is with great difficulty that I even utter his name. You haven't yet. Not if you keep interrupting me. Are you sure you're ready to hear his worldly denominations spoken out loud? Hit me. I'm bracing myself. His name is Bob Olmstein. Diese Antwortmöglichkeiten. Das ist ein Traum. Der Name sorgt dafür, dass mein Blut kocht und gleichzeitig gefriert zur selben Zeit. Oder was heißt Kongil? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ziemlich sicher, dass einer unserer Building Supers. Ist das sowas wie ein Hausmeister? Building wegen Gebäude? Bob Olmstein. Man rollt auf jeden Fall ganz toll die Zunge dabei und kriegt einen ganz tollen Knoten in der Zunge. Ich einen Neffen, der für die Tendrils spielt. Es ist auf jeden Fall ein ganz toller, es fühlt sich ganz toll aus auf der Zunge an, wenn man diesen Namen ausspricht. Bob Olmstein. Olmstein. You know, it really rolls off the tongue nicely. It does, but in a shuddering, awe-inducing manner. You really like this guy, don't you? I admire his resolve in the face of occult adversity. He also makes a mean margarita. Er ist voll der Fanboy von dem Bob. Er ist voll der Fanboy. Er macht doch tolle Margaritas. Das ist schön, wir können jetzt auch noch mal so ein bisschen schmeicheln. Also, Wellen Wellen der Aufregung kommen über mich, seitdem ich dich gehört, den Namen Bob Olmstein habe sagen hören. Du sagst also, ich kann Bob Olmstein in Fishmouth finden? Oder einfach nur... dieser Name, ich komme nicht über diesen Namen drüber. Ja, komm hier, Wellen der Neugier und der... Oder hier ganz, ganz sarkastisch, komm. Bob Olmstein. Bob Olmstein. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, du sagst also, ich kann ihn in Fishmouth finden, diesen Typen, ja? So you're saying I can find Bob Olmstein in Fishmouth? Well, yes, but let it be known I am not advising you to go there. Doesn't look like I have a choice either way. Can you tell me how I can track him down once I get there? Last time we spoke, he was staying at the Finman house. Gotcha. Just remember, we don't go to Fishmouth. Na, was haben wir diesmal für Werte gesteigert? Wird gar nicht angezeigt. Ach, schade. Okay. Huch, ich denke, wir haben soweit alles untersucht hier. Dann werden wir diesen unheiligen Ort mal wieder verlassen. Komm, Kitty. Ja, und euch muss ich leider auch für diese Folge verlassen. Die Zeit ist leider schon wieder um, die vergeht hier wirklich wie im Flug. Ich habe mega viel Spaß. Ich hoffe, man merkt das und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuschauen. Das ist wirklich ein großartiges Point-and-Click-Adventure. Der Humor ist... Ja, ich liebe den Humor. Super. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei, hier bei der Kategorie Let's Test Indie mit dem Point-and-Click-Adventure Gibbous, a Cthulhu Adventure. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.